Hallo. Im heutigen Video zeige ich dir die besten Einstellungen zum Vloggen mit der Nikon Z30. Das erste, was ich empfehlen würde, ist, den Autofokus einzustellen. Also klicken wir auf die I-Taste und stellen dann den AF-Bereichsmodus auf Autobereich AF-Personen, also die Einstellung, die ich gerade verwende. Dann als nächstes kommt die elektronische Bildstabilisierung. Also ich klicke auf das ich klicke auf das Menü M, dann gehe ich zum Videoaufnahmemenü und scrolle runter zu elektronische VR. Dort gibt es die Bildstabilisierung und ich habe sie auf normal aktiviert. Aber auch die elektronische Bildstabilisierung empfehle ich aktiviert zu lassen. Und als nächstes solltest du Auto-ISO verwenden, denn wenn du vloggst, läufst du wahrscheinlich herum und die Lichtverhältnisse ändern sich ständig. Stelle also sicher, dass ISO auf Automatik steht. Egal in welchem Modus du bist, du könntest im manuellen Modus sein, im Blendenprioritätsmodus manuell, das ist Blendenpriorität automatisch, Verschlusszeitenpriorität, Programmautomatik oder einfach Vollautomatik. Ich meine, in jedem Modus außer Vollautomatik kannst du den ISO-Wert ändern. Und standardmäßig ist er auf Automatik gestellt, sodass er sich automatisch anpasst. Aber falls aus irgendeinem Grund unter ISO nicht Auto steht, solltest du es vielleicht auf Automatik stellen. Um das zu machen, während du die ISO-Taste gedrückt hältst, drehst du an diesem Einstellrad hier. Einfach einen Klick nach links oder rechts, das spielt keine Rolle. Du siehst jetzt, dass Auto verschwindet. Und wenn ich die ISO-Taste gedrückt halte und den ISO-Wert anpasse, ändert er sich tatsächlich. Aber wenn du wieder auf Automatik zurückstellen möchtest, dann halte die ISO-Taste gedrückt, klicke einmal auf das Einstellrad und schon ist es wieder auf Automatik. Lass die Taste los und jetzt ist es, wie gesagt, wieder auf Automatik. Also ja, das ist im Grunde das, was du machen kannst. Und dann, um Vlogs aufzunehmen, klappst du natürlich den Bildschirm so aus und jetzt kannst du dich selbst sehen und du kannst mit dem Vloggen beginnen. Natürlich musst du in den Videomodus wechseln und dann auf diese Taste drücken, um die Aufnahme zu starten. Und das ist im Grunde alles. Denk daran, in das Objektiv zu schauen und nicht auf den Bildschirm, denn sonst schauen deine Augen woanders hin. Und du möchtest vielleicht auch das Raster aktivieren. Das Raster ist super, um sicherzustellen, dass du in der Mitte des Videos bist. Wenn dir das wichtig ist, wenn du das möchtest, dann kannst du ins Menü hier gehen, dann solltest du ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es war das Menü für benutzerdefinierte Einstellungen hier rechts, dann Anzeige beim Aufnehmen. Ja, Rahmen, Rasteranzeige und dann kannst du es auf Einstellen mit 3x3, 4x4 oder aus. Also ich habe es an, ich kann es zum Beispiel auf 4x4 stellen und dann siehst du, das ist jetzt das Raster und das ist im Grunde alles. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Vergiss nicht, das Video zu liken und zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten.